Peace, Bro, was geht ab? Ob ich weiß, was NFTs sind? Ja klar, Bruder, Digga, du weißt doch, Bitcoin, Ethereum und so bin ich am Start. Ja, soll ich dir schnell erklären? Okay. Ja, pass auf. NFTs sind einfach Bilder, die in die Blockchain eingearbeitet sind. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Tresor sozusagen. Und in den Tresor kommt natürlich keiner rein. Und ja, da liegen die Bilder drin und die sind halt mit Einsen und Nullen, also digital gespeichert. Und ja, das ist das neue Louvre, Digga, der digitalen Zeit. Okay. Ja, Mann, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ja, kannst bestimmt auch fett Kohle damit machen. Naja, ich mache jetzt mal ein YouTube-Video drüber, dann weißt du mehr. Peace. Okay, um NFT erstmal zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, was eine Blockchain ist. Eine Blockchain ist sozusagen die Zentralbank, die von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen verwendet wird. Die Blockchain speichert alle Transaktionen, die auftreten können. Und diese Transaktionen kann sich jeder auf der Welt anschauen. Also kann man sich vorstellen wie ein Tresor in einer Bank, nur dass der Tresor durchsichtig ist und jeder hineinschauen kann, was drin liegt. Und diese Eigenschaft macht es ebenso interessant. Jeder kann die Blockchain bearbeiten, indem er zum Beispiel Geldbeträge auf ein Konto überweist. Und diese Geldbeträge oder Transaktionen können dann von allen Leuten angesehen werden. Und somit kann man durch digitale Bezahlungen einfach Bilder erstellen. Man kann dadurch Farben einstellen oder eben halt auch Muster, komplette Bilder, ganz egal, da gibt es keine Grenzen. Und das ist eben alles in der Blockchain verankert und man kann diese Bilder natürlich auch zertifizieren lassen, denn sie sind einzigartig und haben einen ganz eigenen Fußabdruck. Somit kann sichergestellt werden, dass es keine Fälschungen gibt. Und ja, man muss natürlich auch etwas Geld ausgeben, um die Blockchain zu beschreiben. Wie gesagt, jede Beschreibung kostet Geld. Zu diesen Beschreibungen kommen auch noch Gebühren. Je nachdem, wie stark die Blockchain eben ausgelastet ist, können zur Beschreibung der Blockchain auch noch Gebühren anfallen, sogenannte Gas-Fees. Und diese Gas-Fees werden an Miner bezahlt, also Computer, die die Blockchain aufrechterhalten. Die Blockchain muss immer von mehreren Computern zur Verfügung gestellt werden, denn nur somit kann sie abgesichert werden. Deswegen gibt es auch auf der ganzen Welt verteilt Miner, die eben dafür sorgen, dass die Blockchain aufrechterhalten bleibt und dass die Daten weltweit verbreitet sind. Unter anderem auch dein Bild, wenn du dir ein Bild in die Blockchain schreiben lässt. Das macht das Ganze sehr sicher und ja, so funktioniert eben die ganze Bildbearbeitung in der Blockchain, sage ich jetzt mal. Okay, wir sind jetzt hier am NFT kaufen und zwar siehst du hier die Webseite OpenSea.io und ja, wir sind hier schon auf der Suche nach einem Bild. Und du siehst hier gibt es sämtliche Bilder. Es gibt Bilder, die sich sogar bewegen. Ich kann dir das mal schnell zeigen. Hier, ich habe gerade ein Bild gesehen, das bewegt sich einfach. Hier, die kannst du auch kaufen. Du kannst Songs kaufen. Es gibt keine Grenzen, wie gesagt. Und wir schauen mal an, wir wollen dieses Bild kaufen. Hier, das schaut ein bisschen nach Louvre aus. Und ja, das kostet hier einfach $1000 ungefähr. Und ja, der Verkäufer will für sein Bild eben $1000. Vielleicht hat er sich ziemlich viel Mühe gegeben. Und ja, wir könnten dieses Bild jetzt in der Blockchain kaufen. Und ja, das ist die Umrechnung. Also wir sehen hier immer den Ethereum-Preis, 0,29 Ethereum. Und ja, das ist es halt umgerechnet in Dollar dann. Und ja, um das zu kaufen, brauchen wir erstmal Ethereum. Wenn du nicht weißt, wie du Ethereum bekommst, kannst du einfach googeln, da gibt es eine Anleitung, wie man Ethereum kaufen kann. Oder vielleicht kommt von mir auch noch ein Video, wer weiß. Genau. Dann hier einfach draufklicken und bezahlen. Und schon hast du das Bild. Es gehört dann für immer dir und jeder weiß, das ist deins und du hast eben dann das Bild gekauft. So, wie kann man jetzt damit Geld verdienen? Ja, das ist ziemlich schwer. Da musst du ein Kunsthändler schon fast sein oder die Hypes verstehen im Internet. Und ja, das ist eben der Punkt. So, wenn du dich mit Bildern im echten Leben gut auskennst oder Kunsthandel, dann kannst du hier natürlich auch
ja, Gewinne machen. Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig für dich, außer du machst halt so einen Lucky Punch. Und ja, wenn du jetzt aber sagst, hey, ich bin ein Künstler, Mann, ich will nichts kaufen, dann kannst du natürlich hier einfach auch ein Bild hochladen. Da musst du dir einen extra Account machen und du musst erstmal $300 Gebühren zahlen, damit dir eben so ein Bereich in der Blockchain freigeschalten wird. Und dann kannst du hier deine Bilder erstellen. Und ja, diese Bilder musst du halt dann leider auch wieder mit ein paar kleineren Ethereum, sagen wir $20, bauen. Je nachdem, wie halt der Kurs ist. Das war jetzt nur mal so angenommen, der Preis. Und ja, dann kannst du eben so Bilder machen, wie diese Leute hier erstellt haben. Und ja, das geht alles auf dieser Seite. Musst dich nur ein bisschen durchklicken und dann weißt du schon, wie es funktioniert. Das ist alles ziemlich gut beschrieben. Wie gesagt, du brauchst Ethereum. Du musst ein bisschen hier irgendwelche Bilder erstellen können und die hochladen. Die werden dann eben umgewandelt, sodass sie für die Blockchain halt kompatibel sind in Einsen und Nullen. Du kennst es ja, binär. Und dann werden die da hochgeladen, gespeichert, auf die ganze Welt über die Blockchain verbreitet. Und du hast die Rechte an diesem Bild, weil dir der Bereich ja eben gehört. Und dieses Bild liegt in deinem Bereich. Somit kann man eben keine Fälschungen erstellen. Und ja, man kann genau wissen, wem welches Bild gehört und so weiter. Genau, ich hoffe, das hat dir gefallen, das Video. Ich würde mich freuen, wenn du dir vielleicht auch ein Bild kaufst, wenn du ein Abo dalässt, ein Kommi für mehr IT-Sicherheit und IT generell und natürlich auch ein bisschen Krypto, gehört ja auch zur IT. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag, bleib sicher und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace!